befinde mich jetzt im Katavi-Nationalpark ganz im Westen Tansanias. Der Park ist sehr, sehr weit weg von allem und entsprechend wenig Menschen verirren sich hierhin. Was zur Folge hat, dass man hier die Natur für sich ganz alleine hat und selten jemand anderem begegnet. Ich mache das mal fest auch an der Anzahl der Unterkünfte hier. Katavi hat 3 kleine, sehr kleine Tented Camps. Und vergleicht man das mit der Serengeti. Die Serengeti ist 3-mal so groß zwar wie Katavi, hat aber 300 Camps und zum Teil ziemlich große Lodges. Also ein ganz anderer Betrieb dort, viel mehr los. Und in Katavi ist alles sehr ruhig, sehr, sehr ruhig. Aber natürlich ist Katavi nicht nur sensationell, weil dort wenig Menschen sind, sondern die Natur hat ja einiges zu bieten. Und Katavi steht für mich für alles, was man sich unter Afrika vorstellt. Die Weite, die Wildnis und die hohe Dichte an wilden Tieren. Während der sehr langen Regenzeit, die hier ungefähr von Dezember bis Juni andauert, ist der Park so ziemlich undurchdringbar. Zusammen mit den angrenzenden Game Reserves und auch dem Land dahinter, was sehr dünn besiedelt ist, also bis hin zum Tanganyika-See und den Lake Rukwa, ergibt sich daraus dann ein sehr großes Ökosystem. Während der Regenzeit gibt es dort für die Tiere genügend Wasser, genügend Nahrung. Und deshalb breiten sie sich dann sehr weit aus, wie gesagt, bis zu diesen beiden Seen. Die Trockenzeit zwingt dann die Tiere zurück Richtung Katavi, weil Katavi ein ganzes System an saisonalen Seen und sogenannten Floodplains hat. Ab ungefähr Mitte August, Anfang September kann man hier eigentlich jeden Tag Elefanten sehen. Auf den Plains sieht man dann gigantische Büffelherden von Hunderten, teilweise auch über 1000 Tieren. Die Swamps, Wasserlöcher, Tümpel, Suhlen sind voll von Hippos und Krokodilen. Seltene Antilopen wie die Roan- und Säbelantilope kommen auch aus den Miombo-Wäldern raus auf die Plains. Es wimmelt von Impala, Topi und anderen Antilopen und entsprechend sind dann auch die Raubkatzen nicht weit. Das habe ich alles in der Vergangenheit erlebt und wollte mir dieses Mal anschauen, Ende November, wie Katavi sich verändert, wenn die Regenzeit beginnt. Bin angekommen. Ich hatte vorgehabt, eigentlich gegenüber von Nomad, also wo wir damals die Elefanten gesehen haben, gegenüber an der Stelle, wo wir mal Lunch gemacht haben, zu campen. Und dann kam die Nacht zu schnell. Und so habe ich beschlossen, hier gerade rechts war schön, das Gras ist sehr kurz und ich bin direkt am Fluss und hier ist auch nicht der Haupttraffic, wobei ich kein einziges Auto im Park gesehen habe. Also ich bin allein im Park. Und jetzt baue ich das Zelt auf, bevor es ganz dunkel ist und dann habe ich einen schönen Blick aufs Wasser vom Zelt und auch zum Kochen. Vielleicht kommt auch, hier sind auch Impalas direkt gegenüber gewesen, vielleicht kommt auch ein Leopard vorbei, wobei ich mache ganz schön Krach hier, aber let's see. So, das Zelt steht jetzt. Aber jetzt ist dunkel, aber hört euch die Natur an. Hört euch das an. Seht ihr die Hippos? Hört ihr die Hippos?
Während der 2 Tage, die ich im Park verbracht habe, bin ich keinem anderen Besucher begegnet. Ich habe mich dann auch mit Camp-Staff unterhalten und Rangern und alle sagten mir, dass momentan keine anderen Gäste im Park sind. Und das muss man sich mal vorstellen. Der Park hat die Größe des Grand Canyons, 4.500 Quadratkilometer. Und dort als einziger Besucher zu sein, ist schon was Besonderes. Und das ist in Katawi sehr wohl möglich. Ich muss hier vorab die Erwartungen etwas managen. Ich bleibe in diesem Video nicht stecken wie in anderen Videos, trotz der Black Cotton Soil, trotz der feuchten Witterung. Dafür bringen mich diesmal die CC-Fliegen in Bedrängnis. Und das sieht man gegen Ende dieses Videos. Die CC-Fliege ist so etwas wie bei uns eine Pferdebremse und die Bisse der CC-Fliege können einen ganz schön jucken. Die CC-Fliege überträgt bestimmte Viehkrankheiten und in Gebieten, wo die CC-Fliege stark verbreitet ist, ist es sehr schwierig bzw. riskant, Viehzucht zu betreiben. Und das hat dazu geführt, dass die Hirten mit ihren großen Viehherden sich andere Gebiete gesucht haben und bestimmte Bereiche Tansanias, dazu gehört auch der Sulu bzw. Nyerere Nationalpark, von der Viehzucht frei geblieben sind und sich dann entsprechend auch keine Menschen angesiedelt haben, sodass diese Gebiete dann relativ unkompliziert geschützt werden konnten. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich werde gerade von CCs gefressen. Das ganze Auto ist voll.
Ich habe die Fenster auf, ich hätte sie vielleicht zumachen sollen, aber ich habe sie gerne auf im Nationalpark. Überall sitzen und überall fliegen, sondern 200 Stiche jetzt. Also das ist ungefähr das Niveau von und jetzt das Niveau. Ja. Ich hätte ungelogen, ich würde sagen 200 cc's im Auto. Kommen noch zu den 200 Stichen, die ich heute schon gekriegt habe, dazu. Ich habe jetzt die Fenster zugemacht. Jetzt geht nicht mehr, aber ich habe dann erstmal 20 Minuten lang cc's getötet, weil da so viele waren. Ich dachte, die fliegen immer wieder raus, aber die wollten nicht mehr raus. Die wollten mich nur noch fressen. Wenn ich mich in die eine Richtung bewegt habe, haben sie mich haben mich in die Füße gebissen. Wenn ich dann mich runtergeduckt habe, haben sie mich im Rücken gebissen. Wenn ich da so vorne gehauen habe mit dem Ei an den Füßen, dann sind immer noch viele im Auto. Dann haben sie mich hinten gebissen und und die Gefahr ist natürlich, dass ich hier irgendwo gegenfahre oder sowas, weil ich nur noch cc's haue. Ich muss gleich nochmal anhalten, wahrscheinlich nochmal cc's hauen. Anhalten ist keine gute Idee, da kommen noch mehr cc's von draußen rein. Das Auto ist auch von außen voll von cc's. Und die kennen ihre Winkel. Im Land Rover gibt es ja so viele undichte Stellen. Das heißt weiterfahren. Jetzt fehlten mir die Co-Piloten, die um mich herum die cc's vertreiben mit den Tüchern, wie wir es immer gemacht haben. Ups, Elefantenbaum. So, alles auf einmal hier, Multitasking und gleichzeitig nochmal Halle organisieren. Aber so sind halt Abenteuer. Wenn man in einem der Camps oder Lodges in Gebieten mit viel CC-Fliegen bleibt, haben diese Lodges gewöhnlich Ideen entwickelt, wie sie die CC-Fliegen von den Gästen fernhalten. Also da braucht man sich nicht zu viel Sorgen zu machen. Ich habe mir hier das Abenteuer vorgenommen und bin auch durch Bereiche des Parks gefahren, die zu dieser Jahreszeit eigentlich gar nicht bereist werden. Und da hat es mich dann erwischt. Schweißgebadet komme ich an, weil ich die Fenster habe zugemacht. Wegen die CCs, wir haben immer noch viele im Auto. Wir, die CCs und ich. Es sind immer noch viele im Auto. Aber ich hoffe, ich scheine durch das Sumpfgebiet raus zu sein. Die Piste ist jetzt gut. Nicht mehr diese ständigen Bumps und Löcher und alles und Swamps. Und ich habe in Erinnerung, dass wir ziemlich nah am Headquarter sind. Da dürften keine CC sein. Dann kann ich das Auto mal einmal so richtig durchlüften und dann fliegen sie hoffentlich raus. Es ist jetzt 2:15. Ich gebe es auf. Der Einkarten funktioniert. Der Boden ist zu weich. Ich habe ihn tief reingetan. Außerdem hängt der Wagen zu fest. Ich habe nochmal hinten ausgegraben, diese Mud-Buddies drunter getan. Es hat nicht funktioniert, hat sich tiefer eingegraben. Ich bin mit meinem Latein am Ende.